ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, nicht mehr ganz so viel Milliliter hier drin. Freunde, wollt ihr jetzt die guten oder die schlechten Neuigkeiten? Ja, okay, wir sind glaube ich schon fast. Okay. Alles okay? Niemand verletzt? Das, was ich am meisten gerade vermisse, Wasser. Einfach Wasser. Da war was. Kleines Update fürs Feuer. Da sind wir. Geil, oder? Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Hier kann ich nochmal den Feuerstarter wegnehmen. Ja, okay, jetzt mit dem Tampon halt gemacht. Weißt du, ist aber letzten Endes, solange es läuft, läuft's. Ich werde mich da nicht zu sehr beschweren. Ich stapel hier immer mal wieder so kleinere Holzstücke oben drauf, dass das Feuer praktisch von einem Ast zum nächsten geht. Das ist zumindest so mein Ziel. Und wenn wir das Feuer hier auf einer gewissen Größe haben, dann können wir anfangen mit den Dreibeinen. Okay, sieht doch ganz gut aus hier. Immer ein Auge drauf haben, immer weiter laufen lassen. Und sobald wir die Großen drauflegen können, dann haben wir wirklich gewonnen. Ne? Dann wäre das Ganze hier schon in der Größe, die wir bräuchten. Weiter geht's. Bis jetzt ist das wirklich Abenteuer. Geil. Das ist eine Handkettensäge und ich muss sagen, erfahrungsgemäß hat die am besten funktioniert. Gerade wenn man so Stücke abschneiden möchte. Ja, und wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Also das mit den Zecken ist doch mehr ein Kampf, als ich gedacht habe. Ja, ich bin da so ein bisschen paranoid. Das heißt, ich spüre schnell irgendwas auf meiner Haut, auch wenn gar nichts da ist. Das Gute ist, ich habe schon, glaube ich, 6 Zecken oder so rausgenommen. Das sollte besser werden, sobald das Feuer mal so richtig läuft. Ich muss sagen, auch kaum Qualm, ne? Also das Holz ist super trocken. Das war jetzt am Anfang mal ein bisschen, aber sonst nachher wenig. Und jetzt gucken wir mal, dass das Ganze da läuft. Ja, wir haben halt noch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, nicht mehr ganz so viel Milliliter hier drin. Oh, das Wasser, gerade der Schluck Wasser, das tut gerade so gut. Das tut gerade so gut. Okay. Wir hängen die Flasche mal hier wieder rein. Nicht, dass es mir zu verlockend ist, das rauszuholen. Okay, gut. Also ich habe jetzt ein bisschen Paracord vorbereitet. Feuer, wie man sieht, ist am Start, brennt. Ja, der Trick hat wirklich super funktioniert. Ne? Also wirklich super. Vielleicht können wir jetzt sogar so langsam mal was ganz Großes hier drauflegen. Das sollte doch eigentlich wahrscheinlich gleich ein bisschen qualmen, weil da noch Moos dran ist und so. Aber es sollte eigentlich ganz gut gehen. Okay, hier ist der vorbereitete Paracord. Ich bin wirklich sehr, sehr schlecht im Abschätzen, was die Länge angeht, vom Paracord. So, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einmal kurz so eine Sicherheitsschlaufe rein. Also zweimal rum. So, dann haben wir das hier schon recht gut gesichert. So, und jetzt machen wir einen ganz einfachen Knoten. Ich hätte jetzt das Stück hier auch noch abbrennen lassen können, aber ganz ehrlich brauche ich nicht. So, da ich auf den Paracord komplett verzichten werde, mache ich sogar einen ganz einfachen Doppelknoten. Okay, was jetzt wichtig ist, dass wir die praktisch drumherum wickeln. Das heißt immer gleichzeitig
Ja, das ist halt das Ding hier. Jetzt müssen wir ein bisschen hier durchziehen. Immer hier routiniert einmal rum und versuchen, so nah wie möglich zu bleiben. Auch ein bisschen Spannung zwischendrin raufziehen. Das ist wichtig, dass die ganze Konstruktion nicht klapprig ist. Ansonsten kannst du das Ding nicht so verwenden, wie du es gerne hättest. So, was jetzt wichtig ist, nochmal zusätzlich Spannung reinbringen, indem wir jetzt von hier hinten, ja, ich muss es halt nur kriegen, ne? Hier rüber gehen, hier einmal rum, dass wir an den Knotenpunkten, wo das meiste Gewicht gehalten wird, dass hier das zugezuckt ist. Sehr wichtig. Also wie ihr seht, wir machen hier ein richtiges Knotengeflecht. Okay, so. So, noch einmal rum. Ja, ich denke mal, der restliche Paracord, ja, ist einfach ein bisschen zu viel. So, zack. Hält doch 1A. Ja, jetzt heißt es aufstellen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das machen wir natürlich direkt über dem Feuer. So, nehmen wir mal die Kamera wieder in die Hand hier. Das ist weird, das ist so weird, das alles zu machen und zwischendrin bist du bist halt alles, ne? Du bist halt Kameramann, du bist halt, ja, meine Fashion-Hilfe war leider nicht da. So werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so fashionista aussehen. Jetzt heißt es, so langsam die Kochutensilien rauszuholen. Ja, das Feuer brennt halt immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Es müsste noch mal ein bisschen mehr, es braucht noch ein bisschen mehr Feuer. Wortwörtlich. So, Freunde, wollt ihr jetzt die guten oder die schlechten Neuigkeiten? Ja, die guten Neuigkeiten, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, also wir haben hier ein Hähnchen. Wir haben hier ein paar kleine Zutaten. Eine Zwiebel, eine Zitrone, bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer gemischt. Und da liegt mein Tarp, das leider in einer Hauptzutat getränkt ist. Öl, die ich schlauerweise in diese kleine Packung gemacht habe. Und ehrlich gesagt darauf vertraut habe, dass die dicht ist. Das Problem ist, war sie nicht. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Wir haben kein Öl. Ein Großteil des Öls ist in dieser Tüte drin. Was ich jetzt versuchen werde, ist, die Zutaten rauszunehmen und das Hühnchen in diese Tüte zu packen, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch ein bisschen Öl hier retten kann. Ich reibe ja alles jetzt dran, um das bisschen Öl, was ich habe, irgendwie auf das Hähnchen zu bringen. Ja, mir fällt halt gerade nichts Besseres ein, was will ich denn anderes machen? So, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Sack voll mit Geschmack und Öl. Und jetzt hauen wir das Hühnchen da rein. Gucken wir mal, ob der Gockel ein bisschen Öl abbekommen hat. Ja, es sieht gut aus. Okay, der Trick hat funktioniert. Jetzt nochmal von der anderen Seite. So, das Hühnchen kommt hier rein. Hier rein.
Och, der hat sogar noch ein bisschen Platz hier. Hä? Sehr gut. Das ist ein kleines Hühnchen hier. Und das hängen wir jetzt schön an die Kette und werden mal... Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier nochmal so einen guten Schuss Zitrone hier hinzuhängen. So. Ich glaube, die Höhe ist okay, oder? Die Höhe so, ansonsten kann ich noch dahin gehen und es nachher noch ein bisschen tiefer machen. Wir sind natürlich hier auf dem Feld, klar. Da kommt dann doch schon mal der eine oder andere Bauer vorbei. Logisch. Ich versuche mal hier irgendwie so gut es geht was einzufangen. Aber bis jetzt tropft noch nichts. So, ich habe noch was anderes vorbereitet in der Zwischenzeit, wo wir hier gerade größtenteils am Warten sind aufs Hähnchen. Und zwar habe ich noch ein bisschen Teig zu Hause vorbereitet. Das kann man mal sehen in so einer Tüte. Ganz einfach zu machen. Mehl, im Prinzip ein bisschen Milch und Butter, mehr nicht. Und ja, was ich jetzt hieraus versuche zu machen, ist so ein genanntes Stock- oder Knüppelbrot, wie man gerne dazu sagt. Dafür müssen wir aber jetzt noch einen Stock vorbereiten, der auch möglichst nicht zu alt ist, also möglichst frisch ist, damit der uns nicht so lange, damit der uns ein bisschen länger hält und nicht abfackelt. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an zu schnitzen, oder? Ich muss auch immer wieder ein Auge auf das Hähnchen halten, weil das Feuer ist schon recht heiß. Und ich sehe immer mal wieder Justierungsbedarf, damit das uns auch bloß nicht anbrennt. Vor allem, da wir ja jetzt fast ohne Öl in die Sache reingegangen sind. Ja, müssen wir halt extra aufpassen. So, immer mal wieder aufstehen, immer mal wieder gucken. Immer mal wieder nachjustieren. Das ist nicht wie ein Auflauf, das kann ich euch sagen. Das funktioniert ein bisschen anders. So, wir schnitzen hier noch ein bisschen und bereiten dann gleich mal unser Stockbrot vor. Was meint ihr? So viel zum Thema Pfeffersticks. Also ich mache hier noch ein bisschen die Pfeffers ab. Nicht, dass wir nachher noch irgendwelche Holzspäne bei uns im Brot haben. Gut, ich glaube, das wird reichen. Den müssen wir gleich noch irgendwie in den Boden rammen oder zumindest hier zwischen den Stöcken aufhängen. Und dann kann das Backen schon losgehen. Ja, das wilde Backen. Ich glaube, es wird Zeit, so langsam
unser Stockbrot auf den Stock zu kriegen und das dann aufzuhängen. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt damit anfangen. Ich glaube, du stülpst das einfach nur so. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ah, so funktioniert es ganz gut. Zwirbeln. Zwirbeln, Leute. Zwirbeln. Okay, jetzt muss es nur gleich lang werden, ne? Ich habe das Stockbrot hier so auf den Stock gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier nah genug am Feuer ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann ruhig noch ein bisschen näher. Oh. Und das Hähnchen, also sorry, aber das sieht ja richtig nice aus. Nochmal kurzes Update zur Sonnensituation. Also damit effektiv unser Licht, das wir brauchen, um zurückzukommen. Die Sonne geht gerade unter. Wir haben jetzt knappe 19 Uhr. Also noch knapp 1,5 Stunden Tageslicht. Ja, aber so wie ich das sehe, warten wir jetzt tatsächlich länger aufs Stockbrot als auf das Hähnchen. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ja, das Stockbrot brennt uns hier schon fast an. Es muss nur noch ein bisschen von der einen Seite und dann haben wir es. Also es ist im Prinzip schon fertig. Okay, ich glaube, wir richten an. Okay, ich mache das Feuer hier noch ein bisschen auseinander, dass das jetzt ausglühen kann. Aber wir haben ja unser kleines Wasserproblem. Ich mache nachher ein bisschen Erde drauf. Hey Junge, guck dir den Kawems mal an. Mehr Stockbrot, als ich eigentlich essen kann. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ihr wisst ja, wie sehr ich es hasse, wenn mir Leute beim Essen zugucken, die selber nicht mitessen. Und ja, deswegen nimmt es mir nicht übel. Oh Junge, das Stockbrot hätte aber noch ein bisschen gekonnt, glaube ich. Von außen super knusprig, aber von innen sehr weich. Oh mein Gott, ist das gut. Boah, im Ernst, boah, ist das gut. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt nicht einer, der alles abwischen muss oder so. Also von daher ist okay. So, jetzt kommt der Test. Hat es lange genug gekocht? Ja, Junge, guck mal, das sieht saftig aus. Junge, guck mal, wie geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das dampft richtig. Hey, mit den Gewürzen waren wir auch richtig gut dabei. Oh, guck dir das an. Ist das geil. Das hat sich absolut gelohnt. Oh, ist das saftig von innen. Aber schon eher von innen gekocht. So, jetzt kommt der geilste Teil, Leute. Der Chicken Wing. Das habe ich jetzt nur aufgemacht, damit es ein bisschen ausqualmen kann. Ein bisschen ausdampfen, damit es ein bisschen kälter wird. Jetzt, das ist der ultimative Test hier. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder, dass wir es selbst gemacht haben, oder es ist einfach das beste gegrillte Hähnchen, was ich je in meinem Leben hatte. Oh mein Gott, ist das gut. Jetzt dippen wir mal das ganze Ding hier in seinem eigenen Saft. Oh mein Gott, es ist einfach gut. Es ist einfach so gut. Gut, das Brot habe ich verkackt. Merke ich. Das Brot habe ich verkackt. Essbar, aber könnte, ich glaube, das kriegt man geil ein. Oh mein Gott, ich habe Tränen in den Augen. Wegen dem Hähnchen. Okay, gut Leute, ich muss die Akkus schonen. Ich esse noch ein bisschen und dann treffen wir uns gleich beim Zusammenpacken. Yummy! Also,
Nur um sicherzustellen, dass ihr wirklich seht, dass ich das Feuer auch ausmache hier. Da haben wir noch das Essen. Ich habe nicht viel geschafft tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich meinen Magen ein bisschen überwältigt habe. Jetzt durch die ganze Zeit nichts essen, fast nichts trinken und so. Also ich habe gerade noch mal die letzten Tropfen von der Geopress, die drin waren, übers Feuer gegossen. Das hat nicht sehr viel gebracht, bis gar nichts. Ja, jetzt würde ich gerne die Erdetaktik versuchen. So gut es geht, hier dieses sehr kalte, sehr nasse, aufgeweichte Holz. Ja gut, ist natürlich nicht gut, dass es Holz ist. Aber das so ein bisschen zu benutzen, damit ich das Feuer ersticke. Das ist zumindest jetzt gerade so der Plan. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, gucken wir mal. Entweder geht das alles gleich in einer riesigen Stichflamme auf oder es funktioniert. Das Dreibein werde ich hier stehen lassen. Übrigens, hat super gehalten und es war super geil, mit einem Dreibein zu arbeiten. Also wirklich, du kannst es super einstellen auf alles, was du brauchst. Die Stöcke müssen nicht alle gleich gerade sein. Ich werde dich hier lassen, kleines Dreibein, und hoffen, dass du jemandem anderen auch was Gutes tust, so wie mir. So, 10 Minuten später, wie ihr seht, es qualmt nur noch ein bisschen. Ich glaube, das ist in Ordnung so, das kann ich so liegen lassen. Ja, wie gesagt, das Dreibein lasse ich stehen, auch den Stock für Stockbrot. Vielleicht hilft es ja noch jemandem. Oh, jetzt das Ding hier, oh lala. Ja, bestimmt schon 15 Kilo. Naja gut, jetzt weniger. Aber das Händchen ist leichter geworden. Okay. So, ja, jetzt heißt es Abstieg. Und das bevor die Sonne komplett unten ist. Im besten Falle. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen sauber gemacht. Alles hinten in den Rucksack gestaut. Okay. Ja, ihr seht auch, ich habe mir mittlerweile eine Jacke angezogen. Ja, es ist doch schon ein bisschen windiger, ein bisschen frischer. Jetzt am Abend. Aber ich glaube, ich sehe da hinten schon so ein bisschen Sneak Peek auf die Aussicht, die wir gleich haben werden. Okay, na dann, weiter geht's. Wow, 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 was sehen wir denn da? Erstmal eine schöne Aussicht, so ein kleines bisschen wenigstens. Man sieht mal, wie weit oben wir sind. Das muss erst vor kurzem hier passiert sein, wie es aussieht. Junge, der hat den ganzen Baum weggefetzt. Und da, wo wir eigentlich nur erahnen können, wie schön die Aussicht von da oben ist, da müssen wir jetzt irgendwie drüber klettern. Oh boy, also mit einer Parcours-Einlage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, der muss schon ein bisschen länger hier liegen. Aber wie man sieht, wächst hier schon Zeug drumherum. Oh, ich hoffe, das ist hier trocken genug. Boy, aber geil, ne? Schon sehr geil. Irgendwo auch mal so eine Mini-Challenge. Okay, hier sind glaube ich schon ein paar. Okay, okay. Alles okay? Niemand verletzt? Es muss ja immer so einen Moment geben, wo man sich auch ein bisschen durchkämpfen muss im Leben. Okay, gut. Den sollte mal jemand beiseite räumen. Och nö, sag mir nicht, da hinten liegt noch einer. Ich sehe da doch schon wieder einen Baumstamm. Oh, wir sind hier. Okay. Hier, das wäre mein Plan B gewesen. Meine Plan B-Stelle. Die könnt ihr da hinten so ein bisschen erahnen. Vielleicht sehen wir die mal in einem anderen Video. Das ist normalerweise so ein öffentlicher Grillplatz. Das andere, wo ich jetzt war, war nicht so ganz öffentlich, aber das gibt es ja in der Schweiz überall. Oh, doch, da sind schon ein paar Leute durch. Ja, ja, da will noch mal, dass ich hier in die Knie gehe. Hä? Mutter Natur sagt, okay, gut, wir sind noch nicht durch hier. Wir sind noch nicht durch. Oh, Backpack. Backpack hängt. Oh. Auch das haben wir gemeistert. Perfekt. Wir kommen hier wirklich zur genau richtigen Zeit an. Es wird gerade richtig düster. Unsere erste befestigte Straße wieder, seit sehr langem. Ah, hier wird scheinbar gebaut. Okay. Selbst hier, mitten im Nirgendwo, wollen in der Schweiz Autofahrer gewarnt werden. Naja, okay, gut, weiter geht's. Das ist auch hier oben gibt es Regularien, die müssen eingehalten werden.
Ansonsten kann der Start verklagt werden und das wollen wir nicht. So, was sagt die Batterie? Ah, die Batterie sagt nicht mehr sehr viel. Okay, hinter der Kurve kommt es auch schon. Dann sind wir da, wo ich euch die schöne Aussicht versprochen habe. Und dann sind wir schon fast am Ende vom Video angekommen. Und das waren jetzt, ich war jetzt bestimmt 10 Stunden unterwegs. Das sieht man in solchen Videos gar nicht, ne? Das sieht man auch so das ganze Hin und Her drumherum. Und das Bangen, reichen mir die Akkus? Oh nein, die Powerbank ist noch mal dran. Junge. So, okay. Also wir gehen das Stückchen noch runter und dann seid ihr wieder mit dabei. Und da ist die schöne Aussicht, von der ich gesprochen habe. So, ja, geil, oder? Sowas in der Nachbarschaft zu haben. Also wirklich. Könnt ihr das toppen? Kommt bei mir auf den Discord und macht mir bitte ein Foto von eurer schönsten Aussicht. Hier sieht man wunderschön den Rhein, wie er darüber schlängelt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien wir jetzt verbrannt haben oder sonst was. Ich habe mir ein halbes Hähnchen reingeholt und ein Brot. Also ich denke mal, kalorienmäßig sollte es eigentlich voll ausgeglichen sein. Okay, so, letzte Etappe. Das, was ich am meisten gerade vermisse. Wasser. Einfach Wasser. Und da schalten wir dann gleich wieder ein. Oh, schön, oder? Genauso zum Sonnenuntergang. Es hätte nicht besser laufen können. Und genau das, was ich gesucht habe. Frisches, klares Wasser. Oh. Okay, warte, ich muss euch kurz hier irgendwo hinstellen. Ich muss euch kurz mal hier irgendwie einklinken oder so. Irgendwie so. Boah, ja, das ist nice. Ich mach die Brille hier mal auf Seite. Ja, mit dem Kühlen, krass. Oh, es ist geil. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ist das ein cooles Gefühl gerade. Oh. Und so richtig schön kalt. Muss ich sagen, Resümee. War ein geiler Trip. Das nächste Mal muss ich ein bisschen mehr Papier mitnehmen. Und zumindest eine Flasche Wasser. Und zum Beispiel solche Sachen wie Sachen abwaschen. Mal kurz die Hände waschen vielleicht. Solche Sachen ein bisschen leichter zu machen. Ich weiß nicht, wie die das da in ihren YouTube-Videos machen. Also klar, wir hatten jetzt auch kein Glück. Ne? Wir hatten jetzt auch absolut kein Glück. Es war keine Wasserquelle da, die uns irgendwie hätte jetzt gerade helfen können. Hier schon, aber ja, hätte ich jetzt nicht geschafft, hin und her zu laufen. Da hätte ich nicht alles ans Laufen gehalten. Da wäre das Feuer ausgegangen, alles. Okay, machen wir hier nochmal voll. Jetzt mit nassem Gesicht, das ist mega. Jetzt mit nassem Gesicht. Schöne Häuser hier übrigens. Weiß nicht, aber ich will jetzt nicht zu viel filmen, weil ja, wir wissen ja alle, wie das läuft. Ne? So, da müssen wir hin. Ich tropfe noch ein bisschen ab. Während ich hier so abtropfe, ist der wieder 1 Kilo schwerer geworden. Der Rucksack. Während ich hier noch so ein bisschen abtropfe, wir haben ja schon kurz angefangen, kleines Endresümee. Also, wie gesagt, so ein paar Sachen würde ich mir gerne anders wünschen. Besser vorbereitet zu sein hinter der Kamera. Ja, ich weiß nicht, wohin das Zeug zu packen. Also, wenn ich jetzt noch irgendwie Tupperware oder sonst irgendwas mitnehmen würde, da braucht es auf jeden Fall deutlich mehr als einen 25 Liter Rucksack. Der geht für so einen Daytrip auf jeden Fall. Aber liegt auch richtig gut im Rücken, also muss ich auch sagen, war ich jetzt nicht unzufrieden mit. Ja, eben so eine Flasche Wasser einfach so als Hilfsmittel für viele Sachen. Das hätte ich mir noch gewünscht. So, aber sonst war super. Vielleicht noch mal einen Fluss oder so mehr in die nächste Tour einplanen. An der richtigen Stelle, dass wir auch die Geopress mal ausnutzen können. Ich habe das Tarp nicht genutzt, was ich gerne getestet hätte. Und ich hatte noch ein anderes Tool, was ich mir gerne angeguckt hätte. Aber wie es nun mal so ist, du nimmst dir 10.000 Sachen vor. Und am Ende habe ich mir gesagt, so, okay, das, was du schaffst, das schaffst du. Und hoffentlich war das lehrreich für euch. Hoffentlich
war irgendwas dabei, das ihr noch nicht kanntet oder vielleicht aufgefrischt habt. Ich sag's euch, der Trick mit dem Tampon. Merkt, immer so ein kleines Ding irgendwo in der Tasche haben, wenn ihr mit dem Feuerstahl rausgeht. Ja. In diesem Sinne, ich werde noch mal ein bisschen hier weiter runterlaufen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann kommt mehr von sowas. Danke, ciao, ciao.